Mein Name ist Axel Stüber, ich bin Orgelbaumeister. Ich baue seit 1990 Drehorgeln. Selbstständig bin ich schon etwas früher gewesen und habe Kirchenorgeln zu dem Zeitpunkt gebaut, was ich von der Pike auf gelernt habe. Ja, und die Drehorgel, das ist das typische Berliner Musikinstrument. Das pflegen wir rundherum, denken, dass es zum Kulturerbe der Berliner Stadt gehört. Wir haben hier heute den Tag der offenen Tür in meiner Werkstatt, haben viele Gäste hier heute zu Besuch und freuen uns an Drehorgelmusik. Also hier in diesen Werkstatträumen geht es los mit der Tischerei, die hinten ist, wo wir uns ein bisschen, wir sind ja wie gesagt 3 Leute, spezialisiert haben darauf. Der eine macht hauptsächlich Pfeifenbau, der nächste Kollege macht die Technik und ich mache das Klangliche. Also sprich, wenn das Instrument dann weitestgehend fertig ist, beschäftige ich mich damit, mache die Intonation, die Stimmung, gebe dem Instrument den Charakter. Ich heiße Anna Hase und habe seit 10 Jahren eine Drehorgel. Eigentlich war das viel zu spät in meinem Leben. Und das war für mich so ein Zugewinn im Leben. Wenn man Musik liebt, dann ist das was ganz Schönes. Ich stehe hier also vor einer Wand, wo sich die Rollen drin befinden, auf denen die Melodien eingestanzt wurden. Die Drehorgel ist ja ein mechanisches Instrument. Auf der Basis eines Blasebalgs wird sie betrieben. Dieser Blasebalg, der erzeugt eigentlich die Töne. Und die gestanzten Löcher sind die Töne der einzelnen Melodien. Das zum Beispiel sind russische Melodien. Einmal das Wolga-Lied, das einsame Glöckchen oder Kalinka. Diese russischen Melodien sind sehr melodiös und sehr melancholisch, die ich auch sehr gerne spiele. Und das ist gestanzt. Ich werde es mal ein Stückchen aufrollen. Meistens ist ein langes Stück hier, sehen Sie, diese gestanzten Löcher, das sind eigentlich die Melodien und die Töne. Die Drehorgel ist eigentlich ein Altberliner Instrument. Nach dem Siebenjährigen Krieg hat Friedrich II. Den Invaliden, die noch Arme und Beine hatten, keine Rente geben wollen, also keine Pension, und hat gesagt, die Männer und Frauen sollen doch, maßgeblich waren es ja Männer, die sollen doch auf die Straße gehen und Musik machen. Und da gab es die ersten Bauchorgeln, die man sich mit einem großen Lederriemen umgehängt hat und durch die Straßen gezogen ist. Musik lag in der Luft hier in Berlin. Das muss ganz toll gewesen sein. Berlin, also egal wo man hinkommt, man hört die Berliner Luft und man hört diese Musik auf dem Leierkasten von Berlin. Und insofern ist es eigentlich, es ist das Berliner Musikinstrument. Welches fällt Ihnen sonst dazu ein? Die Berliner Drehorgel ist der Botschafter Berlins in der Welt. Ja, also wie ich Drehorgelspieler geworden bin, ja, das war eigentlich eine ganz ulkige Sache. Also es war schon immer, wo ich kleines Kind war, auf irgendwelchen Volksfesten bei uns, immer ein Drehorgelspieler. Das hat mich fasziniert. Also ich bin da hingelaufen, die Eltern, die konnten über das Fest laufen. Ich bin vor dieser Drehorgel stehen geblieben und wollte gar nicht mehr weg. Irgendwann ist das dann, dann ist man älter geworden, irgendwann ist das in Vergessenheit geraten. Und dann war mal 2013 war das, war mal in Berlin und da sind wir über den Kudamm spaziert und auf einmal sind wir in eine Parade reingeraten von Drehorgelspielern. Das war, ich weiß nicht mal, das 39. Drehorgeltreffen? Nee, kann nie sein. Na, ist egal. Ja, jedenfalls das Drehorgeltreffen, da bin ich auch zu, das hat mich fasziniert, das war toll. Weiß ich, wie viele 100 Drehorgelspieler da lang gelaufen sind. Da bin ich zu jemandem ran, habe gefragt, darf ich mal probieren? Und da habe ich gedreht und das hat mir so einen Spaß gemacht. Da habe ich gedacht, so ein Instrument, das kaufst du dir auch. Und seitdem mache ich das, ja. Noch vorspulen hier.
Mein Name ist Christian Wittmann. Ich bin Drehorgelbauer aus Österreich und ich baue seit 12 Jahren selbstständig Drehorgeln in meiner Werkstatt. Im Wiener Raum sagt man zum Drehorgel auch Werkel. Das ist der traditionelle Ausdruck dafür. Und es gibt auch so ein paar kleine Unterschiede bei den Drehorgeln, die in Wien verwendet werden. Einerseits der etwas weichere Klang und dann natürlich auch dann viele Halbtöne in der Musik vorhanden, weil ja das Wiener Lied selbst auch in Dur und Moll spielt. Und dann natürlich die Art, wie man das Werkel, wie man in Wien sagt, auch kurbelt. Und zwar wird nicht gleichmäßig gekurbelt, sondern es wird eckig gedreht. Ja? Das ist vor allem beim Walzertakt wichtig. Ich spiele schon seit vielen Jahren beim Internationalen Drehorgelfest in Berlin mit. Einfach weil man hier so viele andere Drehorgelspieler aus ganz Europa und aller Welt hier trifft. Es sind ungefähr 160 bis 180 Teilnehmer meistens dabei. Und die spielen alle immer am 1. Juli-Wochenende in Berlin am Breitscheidplatz neben der Gedächtniskirche. Da wird extra die Straße abgesperrt und man spaziert da mit der Drehorgel ganz langsam, links und rechts die Zuschauer und man spielt natürlich auch gleichzeitig. Also das ist wirklich ein tolles Gefühl einfach.